Genau, damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. In den vergangenen Jahren gab es viele Kampagnen, zum Beispiel von der Polizei NRW, aber auch von der Polizei in anderen Bundesländern. Die haben ganz aktiv damit geworben. Wir wollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund einstellen. Wir wollen die Ausbildung für diese Menschen verbessern. Wir wollen sie überhaupt dazu bringen, dass sie bei uns in den Behörden arbeiten, dass Menschen mit Migrationshintergrund zur Polizei kommen, dass sie auch Lehrer werden. Welche Ideen, glaubt ihr, stecken dahinter? Menschen mit Migrationshintergrund in die Behörden bringen, in die Schulen bringen, in die Polizei bringen? Lea? In diesen öffentlichen Jobs hat man eben viel Kontakt zu den Deutschen. Keine Ahnung, und die können sich ein bisschen besser reinfühlen und einleben. Ja, gut. Weitere Ideen? Marie? Vielleicht auch, dass sie auch was lernen. Dann so ihren Mitmenschen, also zu Hause, die ja dann auch Migranten, denen dann auch so ein bisschen was beibringen kann, wenn die Kinder haben, so die Welt, also die Welt hier. Ja, gute Idee. Marleen? Dass dann auch so selbstverständlich wird, dass die Migranten dann auch so öffentlich tätig sind. Aha, Leon? Dadurch, dass dann, weil man meistens auch automatisch mit diesen ganzen Beamten auch so zu tun, sei es jetzt in der Schule oder sonst wo, weil man die Sachen dann machen muss oder man muss dahin gehen, dadurch, dass dann quasi autonormalisiert, dass die Migranten hier arbeiten. Ja, gut. Jetzt hören wir noch Lisa dazu. Das heißt ja auch immer, dass die Migranten keine Arbeit bekommen oder so, weil sie wegen irgendwelchen Vorurteilen nicht genommen werden. Ja, gibt es auch Fragen oder Probleme, die ihr damit verbindet, die euch automatisch durch den Kopf gehen? Mehr Menschen mit Migrationshintergrund für den öffentlichen Dienst? Wie seht ihr das? Sophie? Ich denke halt, dass das vielleicht, viele Ausländer haben ja jetzt nicht so eine gute Einstellung, schon allein zur Polizei. Weil die denken zum Beispiel in Filmen ist es ja auch. Filmen? Wie, was meinst du? Dass die hier Türken mit Drogen im Kofferraum einfach gehen lassen oder so. Ja? Ja, aber dass sie dann, wenn sie dann noch doch Polizisten geworden sind, dass sie dann auch von anderen Migranten nicht ernst genommen werden. Okay, ja, verstehe, was du meinst. Rebecca? Also ich finde jetzt, dass sie müssen eigentlich Deutsch sprechen, weil halt auf den Arbeitsstellen, das könnte sonst auch zum Problem werden. Ich bin gerade verwirrt. Worauf antwortest du gerade oder wozu beziehst du gerade Stellung? Wenn sie nicht Deutsch sprechen, das meint sie. Ach so, okay. Wir sprechen jetzt natürlich nicht von Ausländern, die gerade erst in Deutschland sind, sondern wir haben ja uns im Vorfeld mit den Unterschieden zwischen Ausländern und Migranten unterhalten. Und da gehen wir natürlich davon aus, dass sie Deutsch sprechen, dass sie zumindest einige Zeit schon mal in Deutschland leben und lediglich einen Migrationshintergrund haben. Franziska? Also ich denke, dass wenn jetzt ein Migrant Polizist zum Beispiel ist, dann würde man den nicht ernst nehmen. Okay, ja, das wäre ein mögliches Problem. Julian? Ich denke, dass es da ein paar Probleme bei den Deutschen geben wird, da sie dann noch mehr denken, dass ihnen die Jobs weggeschnappt werden. Okay, gucken wir uns das doch ganz konkret an, mit der Fragestellung.